Davor hat man halt so wirklich die Push-Trommel gehabt. Und jetzt klicke ich drauf, Daten da, fertig. Die Weißachtal-Kraftwerke sind kleiner regionaler Energieversorger, Energienetzbetreiber mit so ca. 8.500 Bezugspunkten. Wir tun Stromzähler-Daten damit auslesen, wo wir zur täglichen Lieferung der Daten verpflichtet sind. Dadurch hilft uns das in dem Sinne weiter, dass wir es auf Abruf sofort verfügbar haben. Wir können diese Karten auch selbstständig problemlos freischalten. Schnelle Reaktionszeiten haben sie sofort verfügbar. Wir haben diese Daten vorher auch ausgelesen natürlich. Ganz früher war es wirklich so, dass man zum Monatswechsel die Daten händisch erfassen musste. Mal auf Papier, mal schon auf ein elektronisches Auslesegerät und diese dann bei uns im Betrieb einlesen. Wir haben also jetzt in einem Bruchteil von Sekunden unsere Messwerte verfügbar. Es ist definitiv messbar, ja, kann man schon so sagen, weil ich halt mir viele Fahrten zum Kunden erspart habe, wo meine analogen Modems fehlerbehaftet waren oder mal keinen Empfang gehabt haben. Wir sind manchmal nur an Kundenanlagen angeschlossen, wo wir halt alte Analogmodems haben. Wenn die Hochrüstungen an ihren Telefonanlagen machen, müssen wir auch wieder nachbessern. Das sind Sachen, die jetzt automatisch funktionieren, wenn wir da auf unsere IP-basierten Auslesungen gesetzt haben. Hauptsächlich der technische Vorteil von der nationalen Roaming. Also wir können hier jedes Handynetz benutzen und haben natürlich sehr viele abgelegene Ecken, wo vielleicht nur ein Handynetz zur Verfügung steht. Wenn ich mir jetzt auf einen Anbieter festfahre, dann habe ich die anderen nicht zur Verfügung. Und wenn wir das jetzt online anschauen, bei unseren, ja, mittlerweile sind es ca. 60 Karten, die wir in Einsatz haben, bedienen die sich auch alle auf dem deutschen Markt verfügbaren Netze. Und dadurch können wir sehr, sehr viele Punkte erreichen, die wir eigentlich mit einem Netzpartner nicht erreichen können. Diese Funktionen bieten natürlich unsere deutschen Marktbegleiter an der Stelle nicht an. Wir haben A1-Karten online gehabt, bevor von den marktbegleitenden Unternehmen Angebote vorgelegen sind. Das sind in der heutigen Zeit halt einfach Reaktionszeiten, die nicht mehr verfügbar sind. In der Zeit müssen wir auch einfach uns wieder mit anderen Sachen beschäftigen und können dann nicht monateweise damit brauchen, um irgendwo Angebote und Funktionalitäten abzufragen. Und der technische Support und auch der administrative Support war für einen Laien sofort anwendbar. Das hat uns eigentlich dann und auch unsere Marktbegleiter hier im Umfeld, wir schaffen ja sehr viel im Allgäu zusammen mit anderen Netzbetreibern, auch kleinere regionale, sind da sehr angetan von der Lösung, wo sie sagen, da wird mir einfach sehr schnell weitergeholfen und kann mir halt auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Wenn man den Kostenfaktor vor Augen hat, nein. Und wenn ich jetzt sage, ich will mich nicht mehr einer Mobilfunkkarte bedienen, dann muss ich ja irgendeine andere Lösung finden. Das heißt, ich müsste mir einen Telefon- oder Datenanschluss legen, der ja im zigfachen vom monatlichen Grundpreis liegt für einen minimalen Datentransfer, den ich an der Stelle habe. Und das wird wirtschaftlich nicht zum Betreiben sein. Es gibt immer eine technische Lösung, die vielleicht anderweitig auch funktioniert. Es gibt auch Netzbetreiber, die über ihr eigenes Stromnetz Daten transferieren und solche Sachen machen, was aber in der ländlichen Region technisch massiven Aufwand bedeuten würde. Natürlich A1. Na, wir diskutieren das ja oft, wir kommen hier auch sehr viel zusammen und da sind wir ganz klar bei A1 aus schlichtweg schon von der Erreichbarkeit. Wir sind auch in der Überlegung, ob wir hier für unsere Rufbereitschaft A1-Karten in Einsatz bringen aufgrund der höheren Erreichbarkeit, Netzabdeckung. Das sind die technischen Sachen und ganz klar, weil wir halt einen riesengroßen Support von der Erreichbarkeit haben. Den haben wir bei unserem jetzigen lokalen oder regionalen Anbieter leider nicht so.